Hi Leute, hier ist Jochen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Dieses Video mache ich jetzt heute schon zum zweiten Mal. Ich war gerade eben draußen mit meiner GoPro und habe dieses Video schon mal machen wollen. Aber heute ist 6 Grad, Nieselregen. Ich habe mir gerade die Bilder angeguckt und habe dann beschlossen, ich mache den ganzen Quatsch nochmal hier zu Hause in meinem Büröchen. Ich hatte ja angedroht, dass ich mein Buch jetzt mal anfange mit so ein paar Videos zu begleiten. Damit würde ich wahnsinnig gerne heute loslegen. Und was wäre naheliegender als erstes Thema zu haben? Warum mache ich überhaupt Streetfotografie und wie relevant ist die Streetfotografie heute noch? Und ich möchte das noch ergänzen um den Part, was hat für mich persönlich Fujifilm damit zu tun? Streetfotografie hat mich gepackt, als ich angefangen habe, nach der Geburt meiner Kinder durch die Stadt zu streifen. Losgehen, Kamera über die Schulter, die Fotografie zu nutzen, um für mich persönlich für Entspannung zu sorgen. Einfach mal rauszukommen, 2 Stunden mich zu bewegen und mal durchzuschnaufen vom stressigen Alltag mit Arbeit und 2 kleinen Kindern zu Hause. Spannend fand ich die Streetfotografie schon immer. Ich fand sie immer schon relevant, aber besonders fasziniert hat mich an Fotografie insgesamt, aber eben auch besonders an der Streetfotografie, dass man Augenblicke einfängt, die halt wirklich einzigartig sind, die halt wirklich so nie wiederkommen. So heißt ja auch im Prinzip mein Buch, Streetfotografie, die Kunst, einzigartige Augenblicke einzufangen. Sehr passender Titel, wie ich finde, und ja, das fand ich immer schon faszinierend. Also, dass man genau an dieser Stelle, genau diesen Moment einfach nie wieder erlebt, ihn aber halt für die Nachwelt festgehalten hat. Streetfotografie ist natürlich darüber hinaus auch dokumentarisch wichtig, wenn wir uns mal überlegen, die Bilder von vor 100 Jahren, als die Streetfotografie jetzt mal so richtig losging, mit Erscheinen der Leica 1 oder überhaupt der Kleinbildkameras. Das Bild, was wir aus dieser Zeit haben, das ist halt ganz stark geprägt durch die Fotos. Die gab es natürlich überhaupt nicht so in Hülle und Fülle wie heute, sondern die waren ganz bewusst und mit viel Überlegung, behaupte ich jetzt jedenfalls mal, aufgenommen, und das war teuer. Ne? Man musste die Filme entwickeln lassen. Der Verbreitungsgrad der Bilder war bei weitem nicht so hoch. Da konnte man vielleicht mal in eine Ausstellung gehen oder man hatte Glück, dass sein Foto in einem Magazin veröffentlicht wurde. Heute kann jeder, der ein Smartphone hat, also jeder, mit seiner Flatrate ungefragt seinen ganzen Content jede Sekunde in die Welt rausblasen. Und man könnte jetzt natürlich schon behaupten, die Streetfotografie leidet darunter, einfach weil es so eine Fülle davon gibt, und die Streetfotografie, die rausgepustet wird, ist auch nicht immer gut. Auch die eigene Streetfotografie, die man rausbläst, ist nicht immer gut. Und deswegen ist es vielleicht auch interessant, mal zu überlegen, warum denn die Streetfotografie überhaupt heute noch eine Relevanz hat. Ich finde, sie hat sie auf jeden Fall. Die Streetfotografie heute funktioniert anders. Man kann halt beispielsweise, das mache ich ganz gerne, Leute im hektischen Treiben einer Stadt mal so rausisolieren und mal so Momente einfrieren, in denen die alleine unterwegs sind oder wo nichts drumherum ist. Man kann in Zeiten der Pandemie tatsächlich mal Fotos machen. Wie sieht das aus, wenn Leute hier mit Mundschutz durch die Gegend laufen? Ich hoffe, wir gewöhnen uns nicht so sehr daran, dass wir das in 10 Jahren immer noch tun. Aber wir können ja noch gar nicht absehen, was in 100 Jahren über unsere Streetfotografie gesagt wird, wie man darauf blickt. Und ich finde das sehr wertvoll, dass Zeiten festgehalten werden, dass vielleicht auch ein Stück weit Lifestyle, Mode, wie sah es in der Stadt aus, mit was für Kameras und mit was für einem Stil haben die Fotografen fotografiert. Ich finde, das hat schon seine Relevanz und auch seine Berechtigung, und deswegen möchte ich der Streetfotografie heute ihre Relevanz auch überhaupt nicht absprechen. Streetfotografie kann natürlich darüber hinaus auch einfach künstlerisch anspruchsvoll sein. Wenn ich mir zum Beispiel die Bilder anschaue, die Daniel Krummoehler in meinem Buch mit drin hat, diese sehr minimalistische, sehr geometrisch ausbalancierte Art der Fotografie, das hat einen hohen künstlerischen Wert für mich persönlich. Das muss nicht jedem gefallen, aber natürlich ist das Kunst. Ja, was ist die Streetfotografie für mich persönlich? Für mich persönlich ist die Streetfotografie immer noch eine Insel im Alltag. Es ist Auszeit, es ist kreativer Ausgleich, es ist auch Sport. Heute bin ich 6 Kilometer gelaufen und habe dabei fotografiert. Was Streetfotografie im Gegensatz dazu nicht sein sollte, ist Arbeit. Es sollte auch kein Stress sein. Es sollte einen erfüllen im Moment, in dem man die Fotografie macht. Wenn es anstrengend wird, ist es kein Ausgleich mehr. Wenn es anstrengend wird, ist es Arbeit. Arbeit habe ich schon genug. Jetzt spanne ich auch mal den Bogen rüber zu Fujifilm. Das Fuji X-System mit den Möglichkeiten der Filmsimulation, mit den Möglichkeiten, JPEGs direkt aus der Kamera zu benutzen, ist für mich halt einfach deswegen so toll, weil ich mich mit dem Eigentlichen beschäftigen kann, nämlich mit dem Fotos machen. Natürlich freue ich mich über die Bilder, die dann da am Ende rauspurzeln, die mir auch gefallen, keine Frage, aber ich will nicht mehr so viel dann rumfrickeln. Ich möchte
die nicht wie wahnsinnig bearbeiten. Deswegen JPEG-Rezepte, Filmsimulationen, für mich ein ganz wichtiger Kernpunkt fürs Fuji X-System. Was für mich auch ein Riesenpluspunkt ist, jetzt ganz banal, APS-C-Sensorkamera. APS-C-Sensorkameras haben eine hervorragende Bildqualität, aber sind unglaublich klein. Die X100V hier, ich habe ja wirklich viel darüber erzählt, viel darüber berichtet. Das ist so eine schöne, kompakte Kamera, die aber trotzdem haptisch für mich noch super ist, dass sie für mich als immer dabei Kamera funktioniert, was ich für die Street sehr wichtig finde, dass man sowas hat und trotzdem eine super tolle Bildqualität liefert. Ich sehe überhaupt keinen Bedarf, aufs Vollformat zu wechseln, weil dadurch ja dann auch die Kameras größer werden, die ich mit mir rumschleppe und die Objektive und. APS-C ist für mich genau der Sweet Spot zwischen Vollformat und den kleineren Sensoren und Fujifilm ist hier natürlich ein großer Player am APS-C-Markt. Dann habe ich eben schon gesagt, es geht für mich persönlich ums Fotos machen, ums Rausgehen und was könnte schöner sein, als dann ein Werkzeug, denn etwas anderes ist eine Kamera nicht zu haben, was man gerne in die Hand nimmt. Und das ist für mich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal bei den Fujifilm-Kameras. Ich nehme diese Dinger einfach wahnsinnig gerne in die Hand. Alles, was mich dazu bringt, mehr zu fotografieren, ist toll. Dann habe ich mehr von meinem Hobby. Ich muss nicht nachdenken, ob ich Spaß dran habe. Ich greife einfach in meine Tasche, habe eine X100V dabei oder wenn ich mit dem großen Besteck unterwegs bin, schleppe ich halt meine X Pro mit. Aber das sind beides Kameras, die einfach für mich sich wie eine Verlängerung meines Arms anfühlen, Verlängerung meines Auges anfühlen. Das sind Kameras, die nehme ich einfach wahnsinnig gerne in die Hand. Die sind auch unauffällig genug. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Grund für mich, im Fuji X-System zu sein. Das soll es auch schon gewesen sein für heute. Im Detail könnt ihr diese Sachen natürlich auch noch in meinem Buch nachlesen. Herzlichen Dank an alle, die das schon gekauft haben. Noch viel herzlicheren Dank an alle, die das schon rezensiert haben. Bei Amazon hat es gerade 5 von 5 Sternen, beim Verlag die Bewertung. Gut, da sind noch nicht so viele, hat auch 5 von 5 Sternen. Scheint gut anzukommen bei euch. Ich bin sehr dankbar dafür, dass das so ist. Gerne weiter so. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt in den Weihnachtsurlaub. Ich werde mich jetzt voll auf die Familie konzentrieren. Vielleicht gibt es zwischendurch mal ein POV-Video, das kann ich nicht ganz ausschließen, aber so grundsätzlich mache ich jetzt erstmal Päuschen und wir sehen uns dann im neuen Jahr und ich wünsche euch bis dahin eine sehr gute Zeit. Bleibt vor allen Dingen gesund, auch hier oben gesund. In diesen Zeiten kann man ja verrückt werden. Ich wünsche euch eine gute Zeit für euch und eure Lieben und sage bis dahin schöne Weihnachten. Ciao.